Reparieren sind wir, aber manchmal muss man ein bisschen was vorbereiten, wenn man es noch nicht hat. Und zwar wollen wir jetzt eine Prägung haben, weil ich habe hier einen Kratzer, den möchte ich gerne reparieren. Ich habe hier 2 Löcher, Brandlöcher oder was auch immer, die ich reparieren möchte. Klar hat man nicht immer Löcher, aber an dem Loch kann man ganz gut zeigen, wie das Produkt funktioniert. Und dann würde man halt den Füllstoff auch genauso bei einem tieferen Kratzer oder bei einem Trockenbruch oder wie auch immer verwenden. Ja. Wir wollen aber nachher auch eine Prägung rein haben. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Also einmal haben wir oder bieten wir an so ein kleines Set mit 3 verschiedenen Prägungen. Das ist fein. Wir haben es auch da drauf geschrieben. Grob, mittel, fein. Genau, grob, mittel, fein. Da kann man sich dann was raussuchen, was ganz gut passt. Bei dem Leder, das ist ja sehr flach von der Narbe her, da würde man dann das Feine nehmen. Aber man hat eben auch die Möglichkeit, ich pack das mal wieder weg, ich bin ja von Natur aus ordentlich. Wahrscheinlich schmunzelt meine Frau jetzt ein bisschen, aber das ist ein anderes Thema. Genau, wir können auch selber so eine machen, also ihr könnt die fertig von uns bekommen. In der Grundausstattung ist es auch schon drin, in dem Detailer-Koffer nicht, aber in der Grundausstattung. Oder Präge-Kartuschen-Set, dass man sich eine Prägung selber macht. Und das mache ich jetzt mal, damit man das einmal sieht, was man da tut oder wie das geht. Genau, also was ist erstmal drin in dem Set? Eine Anleitung in Deutsch und Englisch. Da kann man es also nochmal nachlesen. Und dann ist hier so eine Folie drin. Und diese Folie, das ist ein Werkzeug, kein Verpackungsmaterial. Das ist Verpackung, aber diese durchsichtige Folie, die brauchen wir gleich. Und dann haben wir da einmal die Kartusche mit 2 Kammern, den Druckknopf oder wie auch immer, also das, was halt hinten reinkommt, um das Material rauszuschieben, und dann 2 Mischspitzen. Die Idee ist also, dass man mit einer Kartusche 2 Prägungen machen kann. Es gibt diese Spitzen auch bei uns einzeln zu bekommen, in einem 5er- oder 10er-Set, bin mir ja gerade nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall kann man die auch nochmal einzeln bekommen. Wenn man kleinere Prägungen machen möchte, dann kann man sich noch ein paar Spitzen mit dazu ordern und dann kann man ein paar mehr machen, genau. Also, dann legen wir die eine Spitze zur Seite. Hier oben dann grün, Vierteldrehung, dann kann man ihn abziehen. Und genau so muss man ihn hier auch wieder draufsetzen. Hier ist eine kleine Kerbe und hier ist eine kleine Nase. Also das Ding passt nur einmal herum drauf, draufstecken, Vierteldrehung, damit es fest ist. Nicht, dass es hier an der Seite rausquillt. Und dann ist es so, dass hier eine relativ kleine Spitze ist. Wir wollen aber eine schöne Rundung drauf machen. Das ist kein Muss, aber ich schneide ganz gerne die Spitze hier vorne ein bisschen ab, weil dann hat man ein bisschen mehr. Also ist die Öffnung etwas größer, muss man etwas weniger drücken. Genau. So, und dann hier ist eine schöne Stelle, wo wir das machen wollen. Da können wir das einmal drauf machen. Wichtig nochmal ist mir, dass ihr wisst, also bei so einem pigmentierten Leder wie bei dem Autositz hier, da kann man das natürlich einfach auf der Sitzfläche machen, da ist das kein Problem. Wenn man naturbelassene Leder hat oder Wachsleder, da kann es schon sein, dass man ein bisschen was von der Zurichtung auch runternimmt und dass dann ein Fleck verbleibt. Da bietet sich das dann doch an, dass man das an einer Stelle macht, die nicht so sichtbar ist oder vielleicht in einem Muster oder wie auch immer. Wobei man meistens hat man so 5, 6 Prägungen, verschiedene 5, 6 Prägungen, und dann kann man die immer wieder benutzen. Also das ist nicht eine einmalige Geschichte und dass man für jedes Mal eine neue Prägung machen muss, sondern man macht sich ein paar und dann passt das, genau. Also einmal hier drauf, jetzt kommt die Folie, die legen wir einmal drauf, weil die hilft uns, das schön gleichmäßig zu bekommen. Dann gehe ich meistens mit dem Finger einmal so ein bisschen hier rüber und sehe zu, dass alle Luftblasen raus sind, weil die Luftblasen, die sieht man dann nachher. Und dann nehme ich unseren Holzspachtel lang mit Holzgriff und Logo, so heißt der Artikel, und streiche einmal rüber, um natürlich in die Prägung reinzukommen, aber gar nicht mit zu viel Druck. Und was ich jetzt besonders versuche zu machen, ist die Enden möglichst flach auszustreichen, dass wir die nachher, wenn wir dann prägen auf dem Leder, keine starke
keine starken Abdrücke haben. Genau. So, dann einmal, ach so, trocknen lassen kann man das natürlich. So Raumtemperatur dauert das Viertelstunde, 20 Minuten. Das will ich euch jetzt nicht antun. Man kann es auch trocken föhnen und natürlich das Leder nicht verbrennen und nicht die Folie zu sehr wellen lassen, aber man kann es auch trocken föhnen. Und 230 Grad den Föhn, würde ich sagen, bei Leder und bei Kunstleder auf 130 Grad einstellen. Das sind sowieso so diese Werte, die man ein bisschen sich so orientieren sollte. Also 130 Grad den Föhn bei Kunstleder und Kunststoffen maximal. Dann hat man so eine Temperatur von 75 bis 80 Grad an der Oberfläche. Bei Leder kann man auf 230, 250 Grad gehen, also 230. Dann hat man an der Oberfläche so 120 bis 150 Grad ungefähr, je nachdem wie weit man weggeht und wie lange man drauf hält. Und wenn man nachher das Prägepad erwärmen möchte, dann muss man schon auf 400 Grad gehen bei dem Föhn, dass man das Prägepad selber so auf 200 Grad bekommt, 220 Grad, das ist so das, was man haben möchte. Es gibt auch Heißluftföhne, die so Regulierungen haben, die auch die Temperatur auf der Oberfläche messen. Alles hilfreich, aber auch nicht ganz günstig. Und wenn man ein bisschen ab und zu mal damit gearbeitet hat, dann hat man da eigentlich ein ganz gutes Gefühl drin. Wir packen immer noch mal, dann, wenn wir das geföhnt haben, unsere Kühleisen oben drauf. Einmal kriegen wir dann den Kunststoff, also die Plastikfolie wieder flacher, weil die hat jetzt ein bisschen leichte Wellen bekommen. Und das ist dann ein bisschen störend bei der zweiten Prägung machen. Deshalb, da können wir es einmal ein bisschen flach machen und dann können wir jetzt noch mal ein bisschen Hitze auch aus dem Leder rausziehen, weil das hat ja dann doch ein bisschen Temperatur bekommen. Genau, dann nehmen wir die wieder runter. Dann können wir die Folie einmal lösen. Die legen wir hier noch mal flach weg. Wenn die sehr wellig aussieht, dann lege ich hier einfach noch mal das Eisen drauf, um das ein bisschen flach zu machen. Dann nehme ich meinen Spachtel, einfach um da nicht an dem Leder zu sehr rumzurackern. Und dann gehen wir hier einmal runter und lösen die Prägematrize von unserem Leder ab. Das geht nicht immer so schwer, manchmal geht das auch ganz leicht ab, manchmal fällt es auch einfach ab, aber in diesem Fall eben nicht. Einmal an die Kamera, so sieht die Prägung aus. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Reste, die machen wir weg. Und dann kann man das mit Lederreiniger mild einmal sauber machen und dann sieht das wieder gut aus. Wir müssen es sowieso gleich sauber machen, weil wir hier ja auch uns um die Löcher kümmern wollen und von daher investiere ich da nicht so viel Zeit. So, dann gibt es ein Thermopad oder Silicon Pad. Das Thermopad, die Idee ist, dass man sich die Finger nicht verbrennt. Also es ist ein Werkzeug, was einem hilft, mehr Hitze auf das Prägepad, was wir gerade erstellt haben, zu bekommen. Und also das legt man dann hier drauf. Die runden Seiten zeigen nach oben in dem Fall, beziehungsweise man dann prägt nach unten, damit man keinen Abdruck hat. Und jetzt seht ihr halt, wenn man hier die Ecken, also die Enden von von der Prägematrize, wenn man die schön flach macht, dann drückt man nachher auch keine Markierungen hier rein. Ein bisschen drückt man immer rein, das kann man aber wieder rausföhnen. Das haben wir ja gerade gelernt von dem Druckstelle rausföhnen mit Kühleisen und Heißluftföhn. Ja, also so machen wir unsere Prägematrize.